Ich bin Tom Sello, bin der Berliner Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das ist ein langer und schwieriger Name. Das bin ich seit Ende 2017. Gelernt habe ich Maurer. Als Maurer habe ich auch viele Jahre gearbeitet und war dann aber zwischendurch auch in der Robert-Havemann-Gesellschaft, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich mit der Geschichte der DDR und dort besonders mit Opposition und Widerstand in der DDR beschäftigt hat, jahrelang Mitarbeiter, habe Ausstellungen konzipiert und andere Projekte. Und jetzt habe ich sozusagen die Seiten gewechselt, bin nicht mehr Projektmittelempfänger, sondern bin derjenige, der Organisationen und Vereinen, die sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigen wollen, Mittel zur Verfügung stellt und hier mit unserer Behörde aber auch selber politische Bildung, historisch-politische Bildung durchführt, Projekte durchführt und aber vor allen Dingen auch bin ich für Menschen, die unter Repression in der DDR gelitten haben und an den Folgen bis heute leiden, bin ich der Ansprechpartner im Land Berlin. Richtig, ich habe also eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht in Riesa, also Maurer mit Abitur, um es mal so zu sagen. Wollte auch studieren, aber vor dem Studium in der DDR war immer die Armeezeit angesetzt für alle Männer und ich habe mich dort durch diese 1,5 Jahre Grundwehrdienst durchgequält. Also ich wollte da nie hin, aber ich wusste einfach nicht, wie ich das verhindern sollte. Ich wusste nicht mal, wie ich vielleicht Bausoldat machen könnte, obwohl ich also nicht unbedingt Pazifist war, aber also welche Möglichkeiten ich gehabt hätte in der DDR, diesem Militärdienst zu entziehen, das konnte ich nicht erfassen. Also ich wusste nur, wenn ich verweigere, komme ich in den Knast. Den Knast wollte ich auch nicht, also musste ich da irgendwie durch. Und ich bin da irgendwie durchgekommen, aber alles, was ich dort mitbekommen habe, das hat mir doch nochmal den Blick auf die DDR geschärft. Also für mich war das wie ein Brennglas der Gesellschaft, die Erlebnisse da. Also ob das Verhalten der Soldaten untereinander war, wie die sich gegenseitig erniedrigt haben, aber auch wie das die Offiziere ausgenutzt haben für ihre Machtposition und was dort an Ideologie verbreitet wurde. Also für mich war das ein Brennglas und von da an, ich wollte mit dem System nichts mehr zu tun haben. Und vor allen Dingen war für mich auch klar geworden, dass ich nie wieder zur Armee gehe. Und das hat Konsequenzen, weil wenn man ein Studium aufnimmt, muss man einen Studienvertrag unterschreiben. Da stand unter anderem drin, dass man sich verpflichtet, an einem Reservedienst teilzunehmen während des Studiums. Das wollte ich nicht unterschreiben und damit konnte ich auch das Studium nicht antreten. Und deshalb habe ich dann die folgenden Jahre auf dem Bau gearbeitet. Also der Beruf an sich hat mir Spaß gemacht. Das ist nicht so, dass ich das ungern gemacht habe, aber es bestand eben einfach keine Möglichkeiten des Ausstiegs in dem Sinne, dass ein Studium und ein entsprechender Abschluss eben möglich gewesen wäre. Und also militärisch habe ich keinen großen Sinn gesehen, aber der Sinn war natürlich, Menschen gefügig zu machen, für das System zu instrumentalisieren und auch durchaus ging es darum, also rebellische junge Männer, deren Willen zu brechen, also dass sie sich sozusagen gegen das System stellen. Also die das getan haben, haben die Konsequenzen beim Militär zu spüren bekommen und kamen oftmals sehr verändert zurück nach diesen 1,5 Jahren Militärdienst. Und das hat sich also nicht nur auf die
jungen Männer ausgewirkt, sondern viele waren in einer Partnerschaft, also auch die Partnerinnen haben das mitbekommen, die Wesensveränderung der jungen Männer. Und also, das hatte also auch in dieser Richtung eine Auswirkung. Und deshalb ist das für mich die Hauptfunktion gewesen, Menschen zu brechen. Das war das, was jedenfalls viele Offiziere dort gemacht haben.